Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Es ist Sonntag, 18 Uhr und wir sind auf einer Ranch. Und die Ranch, die kostet 12 Millionen US-Dollar. 12 Millionen US-Dollar. Wie groß ist eine Ranch mit 12 Millionen US-Dollar hier? Die ist 250 Acre. Das sind ungefähr 150 Fußballfelder. 150 Fußballfelder groß ist die Ranch, wo wir hier sind. Die steht zum Verkauf. Wir gucken die uns an, denn wir fragen uns ehrlich gesagt, was macht man denn mit so viel Platz hier? Wie viele Häuser sind da drauf? Was kriege ich denn dafür für 12 Millionen? Und am Ende, da diskutieren wir, was wir damit machen würden. Also, viel Spaß bei diesem Video. Die 8 Miles in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Los geht's mit dem Namen. Ich glaube, wir müssen erstmal den Namen sagen dieser Ranch hier. Wie heißt das Ding? Red Corral Ranch. Und es ist historisch. Also das ist eine ganz, ganz alte Ranch. Die gibt es, glaube ich, schon seit dem späten 19. Jahrhundert. Und 1800 schlag mich tot. Also die Historic Red Coral Ranch hier. So, wir fangen mal an. Das, wo wir jetzt sind, das ist die alte Wedding Location. genau, hier hatten sie nämlich tatsächlich damals ganz, ganz viele Hochzeiten gefeiert. Und dieses bisschen, das ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil dieser Ranch, den haben sie abgetrennt mit einem eigenen Eingang und ein Business draus gemacht. Und wie du siehst, wir haben sogar eine kleine Kapelle hier. Geil ist übrigens, wenn ihr ein bisschen ranzoomt, ne, da oben auf dem Schornstein, da sitzt ein Geier. Ich hoffe, der wartet nicht auf uns. Ja, also das hier ist die Kapelle der alten Wedding Location, die man mieten konnte. Dann geht's weiter hier vorne. Das ist das Cookhouse, steht Ja. auch drüber. Genau, die Küche. Da ist die Küche drin. Also da werden die Köstlichkeiten zubereitet. Ist natürlich sehr fleischlastig hier. So, und weiter geht's dann mit den Gebäuden hier. Das sind dann die Gästehäuser, Ja, wo halt die ganze Party übernachten konnte und. bei Don't Drink and Drive. Don't Drink and Drive. Und natürlich hat man hier auch noch so einen Pool hingebaut. So, und Tina hat recht, ne, das ist nur ein ganz kleiner Teil dieser Ranch. Ne. Ich finde, das ist schon sehr, sehr groß hier. Aber wir sind ja in Texas, ne? Und in Texas ist alles immer ein bisschen größer, ne? Wir sind ja immer noch am Anfang dieser Ranch, ne? Hier in dieser Hochzeitslocation. Ne? Was kann man daraus machen? Hochzeitslocation, haha. Hochzeitslocation, haha. Airbnbs, auf jeden Fall. Ich meine, wenn du 12 Millionen Dollar ausgibst, dann möchtest du bestimmt auch wieder ein bisschen Business machen und das Geld reinholen. Airbnb in der Nähe von Austin, mega, lohnt sich. Auf jeden Fall, also die Häuser sind ja alles, was wir euch zeigen hier, ist alles im Preis mit drin. Ne? Da wird nichts abgebaut oder so. Ne? Das heißt, die Häuser, das ist Steinbauweise, die sind natürlich im Preis mit drin. Und da könnt ihr euch natürlich überlegen, ob ihr die Wedding Location hier wieder zu neuem Leben erweckt. Denn das ist schon sehr gefragt hier. Ne? Also wir sind ja im Hill Country und zum Hochzeit feiern ist das eigentlich ideal hier, oder? Oh ja. Würdest du das machen? Oh, würde ich auf jeden Fall. Ich würde eine Winery anschreiben. Hier sind so viele Wineries in der Nähe. Schickt mir doch bitte, sponsert das Event und dann kommt hier vorbei. Hill Country ist so schön mit weißen Boots, weißem Kleid und einem weißen Cowboy-Hut. Ich stelle mir das richtig schön vor. Genau, und hier die Fläche, wo wir drauf sind, ne, ist natürlich auch ideal, um hier so ein Pavillon hinzumachen. Ja, hier kommt dann der Pfaffe. Ne? Das hier ist die Tanzfläche. Nein, das ist die Tanzfläche. Ah, ich finde schon, das ist die Meinst du? Tanzfläche. Also ich finde die. Nee, als guck mal, da ist ja auch hier so Tanzfläche. eine Marienstatue. Ich denke, hier war draußen dann heiraten angesagt, oder? Oh ja, also kann natürlich auch sein, aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass du hier so, guck mal, auf Holz so tanzen, Two-Step. Two-Step. Also ich glaube auch, ich würde die Wedding Location wieder aufblühen. Müsste man noch mal ein bisschen aufmotzen. Ne? Ich weiß gar nicht, wie lange ist das jetzt her, dass hier aktiv waren? Ich glaube, die haben jetzt erst seit einem Jahr geschlossen. Also das war, glaube ich, relativ plötzlich, dass sie geschlossen Warum wurde. wird das verkauft? Es sind zwei Brüder oder Geschwister, wie so oft, die sich nicht einigen können, was weiterzuführen. Genau, und so ist das. Ne? Also wenn es ums Erbe geht, hört auch hier in Texas das Geld, die Freundschaft auf. Ne? Und dann wird das halt verkauft. Und darum steht das Ding jetzt zum Verkauf, um die beiden Brüder auszuzahlen. Aus den Kommentaren, die wir so mitbekommen haben, ne, gibt es ja auch viele Leute, die sagen, ja, wenn ich mal Rentner bin, dann eine Ranch in Texas oder so. Ne?
das ist jetzt hier keine Ranch für arme Leute. Ne? Also Aber Rentner sind doch nicht gleich arm. Nee, Rentner sind nicht arm, aber ich sag mal 12 Millionen, das ist ja nur, worauf ich hinaus will, das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Ne? Also die 12 Millionen, mal geschenkt, ne? Irgendwie, wer sich's leisten kann, bitte macht. Ne? Aber das reicht ja nicht. Ne? Also du musst ja, was glaubst du, was das hier kostet zu unterhalten? Bewirtschaftung. Ja, was kommt hier an Kosten so monatlich zu oder jährlich? Oh, ich glaube eine ganze Menge, weil es ist ja nicht nur hier diese kleine Wedding Location, was heißt klein, ne? Ihr habt sie gesehen, die ist riesig, sondern hier ist noch ein Haupthaus, eine Bahn, eine kleine Hütte. Wir haben ein großes Feld zum Bewirtschaften. Du musst Steuern bezahlen. Also, aber die kann ich doch minimieren, indem ich mir hier eine Kuh hinstelle und sage, das ist Landwirtschaft, oder? Ja, es reicht sogar schon ein Bienenstock, der in der Landwirtschaft hat. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Ranches oder Häuser hier Bienenstöcke haben, damit die als landwirtschaftlich gelten und die Steuer dadurch gesenkt Ja, wird. aber das Haus, weißt du, es wird halt das Haus besteuert. Und das Haus ist keine Landwirtschaft. Also das sehen wir gleich. Und dann werdet ihr mir sicherlich recht geben, dass so ein Haus natürlich auch ordentlich besteuert werden muss. Das stimmt, aber jetzt haben wir immer noch nicht geklärt, wie viel. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Allein schon von den Steuern würde ich sagen, das sind locker 120.000 im Jahr. Ja, 10.000 im Monat locker. Ja, ne? locker. Nur die Steuern, ne? Also, liebe Rentner, wenn ihr eine Ranch haben wollt hier in Texas und wenn ihr Sonnenmodell hier haben wollt, dann müsst ihr nicht nur die 12 Millionen haben, sondern auch für viele, viele Jahre das Geld über haben. Oder Aber ihr macht das, was wir vorhaben. ein Business starten hier. Genau, wir machen aus der Ranch hier mehrere Businesses und wir erzählen euch ja am Ende dieses Videos, was wir für Businesses hier starten würden und wie man hier absurd reich werden kann mit. So, was wir nicht wussten ist, die Gebäude sind alle offen. Na klar, steht jetzt zum Verkauf. Ne? Also hier kann man einfach reingehen. Haben wir auch gemacht und das ist schon cool, oder? Das ist jetzt gar nicht so die Kirche, wie ich mir das vorgestellt habe, ehrlich gesagt. Und der Texaner ist versoffen. Ihr seht schon, ne? Die Flasche Shampoos steht bereit für den Käufer. Vielleicht seid ihr das ja. Habt ihr Bock? Hm? Das hier ist das Gästehaus der Wedding Location und also nicht wundern, das ist nicht das Haupthaus. Nicht, dass ihr denkt, ihr kriegt für 12 Millionen hier so eine kleine Küche, ne? Aber wenn der Gastgeber hier die Party geschmissen hat, dann ist das hier seine Küche und das hier ist der Formal Dining Room. Jetzt ist das ja so, das Haus hier ist von 1930. Also Tina ist gerade mit Sonny, so heißt der junge Mann, der Cowboy, den ihr vielleicht gleich mal sehen werdet oder gesehen habt schon. Der verkauft das hier, diese Ranch, also er ist der Broker dafür und meine Frau arbeitet mit dem zusammen. Darum haben wir die Möglichkeit hier wirklich auch mal einzutauchen und alles zu sehen, was man sonst vielleicht nicht so sieht, wenn man hier in Texas ist. Also das hier ist eine Ranch, die ist von 1930, beziehungsweise das Gebäude, wo wir hier sind, ist von 1930 und ist tatsächlich von Deutschen aufgebaut worden. Die haben die Ranch hier ja Ende 1890 irgendwie gekauft, 1930 dann die Gebäude hier hochgezogen und ja, jetzt ist Zeit für einen Inhaberwechsel hier. Ja, das ist halt, ich sag mal, da kann man viel draus machen. Also mein erster Reflex wäre, hier müsste mal einer durchfegen. Es geht ja darum zu entscheiden, was würden wir denn mit so einem Gebäude oder mit dem Gebäudekomplex, der ist ja einer von vielen, wir sehen gleich noch viel mehr, ne? Wir sind immer noch in dieser Wedding Location, also das ist halt unfassbar groß hier. Und ich glaube, ich würde halt nochmal aufpimpen hier so ein bisschen, aber ich mag den Charme, dieses ganz alte, ne? Und ich glaube, das macht auch Texas so ein bisschen aus, ne? Und so stellt man sich ja auch Texas auch ein bisschen vor, ne? Texas ist ja nicht das Moderne, wie das vielleicht in New York ist oder Los Angeles, ne? Texas ist so oldschool, das ist so Farm, ne? Das ist noch richtig ehrliche Arbeit, ne? Und darum würde ich das hier vielleicht ein bisschen modernisieren, ne? Vielleicht ein paar neue elektrische Sachen hier einbauen. Aber im Grunde würde ich diese Wedding Location hier tatsächlich auch als Wedding Location vermarkten. Ach ja, und noch was, ne? Wir sind ja mitten in der Pampa hier, ne? Also Hill Country in der Nähe von Dripping Springs, von Wimberley, da die Ecke. Ich blende mal eine Karte ein. Ne? Und das Erste, was man hier macht, ist natürlich WLAN an. Ne? Also die haben hier selbst auf diesem Gebäude, in diesem Gebäude, gibt es High-Speed Internet, ne? Natürlich for free.
So, Ladies and Gentlemen, ich habe mir meinen Hut aufgezogen, weil er ja doch ein bisschen warm geworden ist. Ja. Und wir sind weitergezogen. Das hier ist, ich bin am Blinzeln. Ne? Deswegen habe ich die Sonnenbrille auf. Es ist so warm. Ja. Es ist, glaube ich, mittlerweile schon über 30 Grad wieder. Ja, also das Gebäude, was ihr im Hintergrund seht, ist, Die Big Red Barn. ich hätte gedacht Big Blue Barn, weil ich mal ein bisschen hier laufe. Ja, und die Big Red Barn ist jetzt gerade ein Business Hub. Also da passiert gerade tatsächlich, da hat jemand seine nicht Fabrik, sondern sein... Ja, doch, schon Fabrik. Also ich habe gerade mit ihm gesprochen, hier, cooler Typ. Der stellt Amplifier für Musikinstrumente her, also für Cellos zum Beispiel. Also damit die lauter werden. Und er druckt die 3D da hinten drin und macht die Elektronik da hinten drin selber. Und startet jetzt sein Business hier und verkauft das Ding in Amsterdam und in Europa und in USA und überall. Ja, das ist Wahnsinn. Aber weißt du, das Schöne ist, wenn man sowas sieht, also ich könnte mir durchaus vorstellen, daraus wieder so eine Pferdebahn zu machen. Stell dir mal vor, da sind dann so 5 oder 7 Pferde drin und dann hast du diesen riesen Platz hier und kannst mit den Pferdchen ausreiten. So. Ach, das stelle ich mir richtig schön vor. Die Frage ist, ob man damit Geld verdient, ne? Aber das ist ja, da müssen wir später noch drüber diskutieren. Also ich habe auf jeden Fall ihn gefragt, weil er hat auch ein Elektroauto hier, so ein Polestar fährt er. Und er sagte, also ich habe gefragt, was sind denn die Stromkosten hier? Weil du bist ja am Arsch der Heide hier, ne? Und er sagte, das ist total billig. Also seine Stromkosten sind ungefähr $200 im Monat im Sommer. Was? Und im Winter so um die $110, ne? So, und damit betreibt er quasi sein Auto und die ganze Fabrik da drin, ne? Also da kann man nichts sagen, oder? Nee, da kannst du Und das echt gar ist kein nichts sagen. Solarstrom, ne? Also der ist am Stromnetz hier angeschlossen. Ist vielleicht eine wichtige Info, falls ihr jetzt überlegt, ob ich das Ding kaufen soll. Ja, das stimmt. Also hier ist alles angeschlossen. An Strom und ans Wassernetz auch, ne? Genau, das ist ja was viele nicht so am Schirm haben. Die sagen, ja, weil du kriegst natürlich schon, ich habe gelesen in den Kommentaren, ja guck mal hier, ich kriege ja auch Land für 50, 60.000. Na ja, klar kriegst du das Land, ne? Ja. Das ist dann ein Brachland, ne? So ist das, ne? Und so, dann hast du aber keinen Stromanschluss, du hast keinen Wasseranschluss, du hast keine Abwasseranlage und. Das musst du ja alles noch einrechnen, das kommt noch da drauf. Das kommt ne? alles noch da drauf. Da ist natürlich noch kein Haus drauf, du hast noch keinen Weg da drin. Ne? Hier, ihr habt gerade gesehen, wir fahren hier mit so einem kleinen, was ist das? Ein ATV, Ja, mit ein so einem All-Terrain Vehicle. Genau, damit fahren wir hier dieses Grundstück hier durch, weil das ist natürlich so groß, dass man das nicht alles zu Fuß erledigen kann. Also das passt auch wieder zu Amerika. Ne? Wir fahren einfach mal durch das Grundstück. Absolut, ja, aber das gehört ja auch zu, geht ja auch nicht anders. Also du brauchst hier so ein Ding, ne? Wenn du dir die Wege anguckst, hier ist natürlich ein bisschen asphaltiert, aber auch nicht alles. Ne? Ja. So, aber das Gebäude ist natürlich auch im Preis mit drin. Ne? Ja, Also das- natürlich. Und nochmal, da ist es gerade im Business drin. Da könnte eine Pferdebahn wieder dran sein. Es könnte tatsächlich irgendwas, oh wie süß, das ist ein kleiner Hund. Da könnte sowas drin sein wie eine Partyhalle, Konzerthalle. Also wenn er richtig groß Das Gute ist, die Nachbarn, denen ist das auch egal. Ob Oh du ja, dabei du hast also Nachbarn. Das heißt, du kannst hier Konzerte geben, auch wieder. Wie könnte man hier Geld verdienen? Konzerte, kleine und die aufnehmen und die dann irgendwie verkaufen. Keine Ahnung. Da- Studio. Aha. Gut, da reden wir später drüber, aber ich würde mal sagen, wir fahren mal weiter. Ne? Wir fahren mal weiter. Weil da kann ich euch jetzt nicht mitnehmen, ne? Weil der wohnt halt auch da drin. Ne? Das ist ja ein bisschen doof. Ne? Also, weiter geht's. Jetzt sind wir am Haupthaus angekommen und der Hund wurde zur Katze. Aber die Aussicht hier, Leute, die Aussicht, das ist der Knaller. Herzlich willkommen hier im Haupthaus der Red Coral Ranch. Ja, hier residiert man dann. Klar, das ist alles sehr alt, ne? Aber ist halt in den 12 Millionen mit drin. Und ihr könnt euch ja überlegen, ob ihr das dann umbaut oder ob ihr das so lasst. Also ich finde, das riecht auch so. Also ihr könnt das ja leider, auf YouTube gibt es ja leider noch nicht die Funktion riechen. Ne? Das ist wahrscheinlich erst so, wenn du 150.000 Follower hast. Ne? Dann wird die Funktion mit Geruch freigeschaltet. Habe ich gehört. Ne? Ist auch, man muss ja immer die Wahrheit sagen auf diesem Kanal. Also sorgt mal dafür, dass wir hier so 150.000 Follower haben, damit wir Geruch freigeschaltet bekommen. Aber das Highlight hier ist tatsächlich die Aussicht über das Hill Country. Und alles, was ihr hier seht, ne, so an Material, an Stühlen und Co., das bleibt alles. Ne? Also klar, ihr könnt dem Broker auch sagen, ne, bau das alles ab, ich will nur das Haus haben, ne? Aber bezahlen müsst ihr das trotzdem. Ne? So, und das ist halt alles mit drin, oder? Ich denke. Aber jetzt mal ganz ehrlich, diese View, diese Aussicht, ist das nicht Hammer? Allein wegen dieser Aussicht und wegen dieser Stille und wegen dieser Ruhe und wegen dieses Alleinseins.
finde ich das hier schon toll. Ja, ist schon nett. Ne? Ist ein Refugium im Hill Country. Ich drehe mal die Kamera. Wir sind am Haupthaus angekommen und ja, hier ist quasi der Sitz des Inhabers. Also vielleicht du. Ja, oder wir. Oder wir. Ja, wir überlegen immer noch, was kann man damit machen. Ne? Also wir sind ja mit so einem, ihr habt ja gesehen, wie wir damit gefahren sind, mit so einem ATV. Ne? Und was ich hier machen würde, ist, glaube ich, auf jeden Fall so eine so ein Offroad-Park hier. Ja, natürlich. Weil du hast hier so geile Möglichkeiten. Ne? Ich würde hier irgendwie was aufschütten, ne? Und dann würde ich mir so ein paar Jeeps und Defender holen. Ne? Und dann würde ich hier Leute bezahlen lassen, um über die Hügel zu springen. Ja, das ist eine super Idee. Ich meine, guck mal bitte, das hier ist alles das Grundstück, bis da hinten hin. Also bis da hinten hin die Felder, alles gehört hier zu diesem Grundstück. Also Was irre ist das. 150 Fußballfelder, müssen wir uns noch mal vorstellen, wie viel das ist. Ne? Das ist alles dabei. Ich würde sogar echt überlegen, ich meine, guck mal, wir haben die rote Bahn gehabt, diese Scheune. Können wir eine Partyscheune mitmachen, dann können wir unten ein Airbnb machen. Die Leute können hier rumfahren, wir können vielleicht Wein anbauen oder irgendwie. Also es ist schon, hier kannst du auf jeden Fall so einen Erwachsenenspielplatz draus machen. Definitiv, also für Kinder gibt es ja auch eine ganze Menge zu tun, ne? Ist ja klar, ne? Also für die Kinder ist das hier ein Paradies. Ne? Denen gibst du so ein ATV und dann können die hier durch die Gegend düsen. Ne? Ich möchte den Dreijährigen auf dem ATV sehen. Ja, das geht hier, wir sind in Texas. Ja, also falls ihr euch fragt, wo das ist, ne? Also diese Red Coral Ranch, die ist in der Nähe von Wimberley, ne? Ist nicht ganz Austin, aber in der Nähe von Austin. Und Tina hat recht, ne? Bis da hinten, alles was ihr sehen könnt, das gehört dann euch, wenn ihr 12 Millionen am Tisch legt. Ne? Und ich glaube, was uns aufgefallen ist, ne? Weil es hier ja nicht gibt, sind hier so Klettergarten, also so ein Kletterpark, wie das zum Beispiel in Felbert war. Ja, so ein Hochseilgarten hieß das, genau. Ja. Das gibt es hier nicht. Ne? Also ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Ich glaube, das liegt einfach an den Versicherungssummen, die so utopisch hoch sind. Ne? Ich glaube, es gibt das für Kinder, wenn das so wirklich gebaut ist. Aber so im Naturrefugium gibt es das nicht. Vielleicht sind die Bäume auch eigentlich gar nicht dafür gemacht, dass die so schnell abbrechen, wenn Genau, da aber ich meine, die Bäume, die sind uralt. so ein Burger-Amerikaner da hochsteigert. Nein, aber ich habe keine Ahnung. Ja, das könnte man auf jeden Fall auch machen. Oder irgendwie ein Retreat. Ne? So hier, unsere Frauen ein bisschen Yoga machen. Das ist, glaube ich... Nein, aber schau mal, du bist... Weißt, jetzt haben wir 50% der Männer haben wir verloren bei diesem Video. Die haben jetzt abgeschaltet. Wegen dir. Ach, Entschuldigung, dafür haben wir 50% der Frauen gewonnen, die sagen so, ja, Tina, ja, absolut. Hier so ein bisschen, ich meine, ihr seht das, es ist gerade, keine Ahnung, 30, 35 Grad, aber hier ist immer ein schöner Wind. Dafür sorgt, dass der Ton wahrscheinlich nicht ganz so gut ist, aber das ist auch nicht schlimm. Aber wir halt untertiteln das einfach. Nein, also Wildlife ist natürlich auch groß. Ne? Ihr habt ja da unten gesehen, hier da, wartet, näher, da. Ja. Da ist so eine Deerfütterstation. Ne? Die kriegt da in jedem so Tractor Supply heißen die Dinger. Ne? Ja. Die stehen dann immer da draußen davor und dann habe ich mich immer gefragt, wer kauft das. Ne? Aber wenn du so eine Ranch hast, ist das ganz cool, Macht das Sinn. um Deers anzulocken, um die zu füttern. Ne? Ja, der will die auch auf jeden Fall füttern, André. Auf jeden Fall will er die nur füttern. Deswegen ist das da. Ja, ich wollte ein bisschen für die Damen, die so vegetarisch sind und so, würde ich da immer, also die füttern nur die Tiere. Damit sie besser schmecken nachher. Was haben wir noch auf dem Grundstück hier? Was ist denn Wir als haben noch nächstes? so eine kleine Hütte. Also wirklich so eine nicht Wochenendhütte. Also Ist das Airbnb oder was machen die da was? ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das so eine Mami und Papi, ich schlafe jetzt mal für mich selber und gehe Zeltenhütte. Warum gucken wir uns das nicht einfach mal an? Wir fahren mal hin zu dieser Hütte und dann nehmen wir euch mit und überlegen, was man denn daraus machen kann. Und am Ende entscheiden wir dann, wenn wir die 12 Millionen hier investiert haben, wie wir das denn umbauen. Was meint ihr? Machen wir das so? Ja. Weiter geht's. Wir haben eigentlich gedacht, wir können euch noch ein bisschen Fluss zeigen, weil hier gibt es natürlich ein paar Creeks, ein paar Bäche. Und wer die Nachrichten verfolgt hat, der weiß ja, dass das Hill Country in den letzten Tagen, also zumindest wenn ihr das Video seht, in den letzten Tagen und Wochen ja nicht gut weggekommen ist mit Regen. Ne? Also es gab wie jedes Jahr eigentlich hier so Fluten. Ne? Zum Glück ist nicht viel passiert dieses Jahr. Ne? Also jeder Toter ist einer zu viel. Aber man hat irgendwie aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Wollte ich gar nicht erzählen. Ich wollte eigentlich sagen, dass wir wirklich die ganzen Creeks hier abgefahren sind, die zu dieser Ranch gehören. Aber nur diese kleine Köttelbecke da hat Wasser. Alles andere ist nach wie vor trocken. Und wir überlegen, warum ist das so? Weil das hat so stark geschüttet, ne?
Das war die Red Coral Ranch. Aber wir wollen ja noch ein Fazit machen. Ne? Jetzt haben wir ja alles gesehen. Das Einzige, was wir ausgesperrt haben, war die Cabin. Ne? Ja, die kleine Hütte. Die haben wir irgendwie nicht hinbekommen, weil wir dafür so viel den Fluss gesucht haben. Aber der war leider wieder ausgetrocknet und wir haben nachher nur noch ein ganz klein bisschen gefunden. Ja, das geht schnell hier. Aber die Eingangsfrage war ja, was macht man mit so einem Grundstück hier? Jetzt haben wir 12 Millionen bezahlt. Ne? Und übrigens, wir zahlen nur 12.000, haben wir gerade gesagt, im Jahr, nicht im Monat. Nicht im Monat, also 12.000 im Jahr ist die Property Tax hier. Und er sagt, man kann alles hier machen, man hat keine Restriktion, du kannst hier Jagdrevier rausmachen, egal was du willst, das ist deins, feel free. So, und jetzt ist ja die Frage, was macht man daraus? Ne? Also, was sind denn deine Ideen? Komm, Top 3. Top 3. Eine Party-Retreat. Also mit hier unten Airbnbs, oben die Hütte, da gibt es dann die Konzerthallen. Tagsüber kannst du da auf diesem Labyrinth Yoga machen und dann hast du das Haupthaus, wo du irgendwie die Leute noch irgendwie entspannen kannst oder wir leben dort. Und also ich würde so ein Retreat- und Party-Venue machen. Das war Top 1, sonst nichts? Du hast ja noch irgendwie 140 Fußballfelder über dann. Okay, nee, dann würde ich noch Business machen, so ein Business-Hub hier machen vielleicht. Und wenn ich die ganzen Acres über habe, was mache ich denn daraus? Das ist echt schwer, das ist wirklich schwer. Also da fehlt mir auch jegliche Idee, außer ist geil, dass es so groß ist. Ich hopfe mal rein. Ne? Also, was ich ja schon gesagt habe, ist, ich würde hier auf jeden Fall einen Offroad-Park draus machen. Ne? Ich meine, das gibt schon ein paar hier, ne, in der Gegend, ne? Aber so ein großes Ding, das gibt es halt noch nicht, ne? Weil das ist halt auch viel Staub, viel Lärm, ne? Und die Rancher wollen einfach auch ihre Ruhe haben. Ne? Das wäre mir egal. Ich würde hier Hügel aufschütten lassen und würde hier, wie gesagt, ein paar Defender, ein paar Wranglers holen, ne? Und dann kann man hier ganz dezent Offroad machen. Die Party-Location weiß ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, mich mit Besoffenen abends rumzuschlagen. Also, naja, aber ist Amerika. Die ja, sind aber nicht so betrunken wie... das würde ich nicht machen. Also so eine Wedding-Location finde ich geil. Ich würde die ein bisschen aufpimpen. Also die braucht auf jeden Fall nochmal einen Anstrich und sowas. Ne? Das auf jeden Fall. Seit 1930 ist hier nicht viel passiert, würde ich sagen. Aber was wir auch gerade noch erfahren haben, diese Wedding-Location hier unten wurde in den 30er Jahren von einem Deutschen gebaut. Das hatte ich ja schon erwähnt. Ach so, Ja, sorry. Da musst du einfach auch mal hier ein bisschen zurückspulen. Sorry, meine Schuld. Ja, ist ja nicht schlimm. Also, Offroad, Party-Location geteilt. Also jetzt, wenn das so Wedding ist, kann man machen. Ne? So ein Business-Hub finde ich ganz cool. Vielleicht sollte man noch so Manager-Seminare, so Überlebenstrainingsseminare anbieten, das finde oder? ich großartig. Überlebenstrainingsseminare. Und dann irgendwie noch ganz viel Wild hier aufs Land. Und das kannst du dann selber... Ich möchte übrigens erwähnen, ne? Normalerweise bin ich ja immer der nicht ausreden lässt. Ne? Heute drehen wir den Spieß einfach mal um. Ne? Ja, wie fühlt sich das an? Nein. Ja, also das würde ich tatsächlich machen. Ne? Irgendwie so ein paar Managern aus der Großstadt hier hinholen und sagen, hey, Back to Nature, das kann man gut machen. Ich kenne sogar einen, der macht das, ne? Aber ich weiß nicht, ob der das auf so einer Ranch macht hier. Das funktioniert ja ganz gut. Ansonsten jagen, das ist hier ein riesen Jagdrevier. Ne? Also Deer jagen oder Wildschweine oder was auch immer, geht auch. Macht ja auch Spaß. Ne? Ist auch lecker übrigens. Ne? Ja, und irgendwie kommt schon wieder Geld rein. Ob wir damit nach ein paar Jahren die 12 Millionen wieder drin haben, war nicht zu bezweifeln. Naja, aber dann kannst du es ja wieder verkaufen. Und aber zwar ja dann, natürlich kannst du es irgendwann wieder verkaufen und dann nicht für 12 Millionen, sondern für 15 Millionen. Weil nämlich auch hier die Preise, die steigen und steigen und steigen. Willkommen im Turbokapitalismus. Ja, das geht natürlich schon. Also die Frage ist halt immer, ist das ein Businessmodell hier, ne? Oder ist das was für die Rente? Willst du hier einfach auch deine Ruhe haben? Aber ich denke immer so, bei 150 Fußballfeldern findest du auch 2, 3 Felder, wo du deine Ruhe haben kannst und den Rest, da machst du halt noch Geld und Altersruhestand oder was für die Nachkommen, wenn du welche hast. Ne? So ist das nun mal. Also, wir hoffen, das hat euch gefallen, mal draußen in so einer texanischen Ranch zu sein. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns hier so ein Follow da lasst. Ne? Weil wir wollen ja der größte Kanal auf YouTube werden. Und da sind wir ja fast dabei. Ne? Also ich glaube, wir sind schon vierstellig. Genau, wir brauchen auf jeden Fall dafür eure Hilfe. Nämlich tatsächlich jeder Kommentar, jeder Hype, jedes Like hilft uns dabei, dass das auch an Leute ausgestrahlt wird, die uns noch nicht kennen. Und wenn ihr das uns gibt ja gar nicht. Also es gibt ja keine Leute, die uns noch nicht kennen. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, bitte tut das. Wirklich. So, das war das Wort zum Sonntag. Ladies and Gentlemen, es hat mir sehr viel Freude gemacht, euch hier rumzuführen. Wir sehen uns nächsten Sonntag um 18 Uhr wieder. Ciao.